Hallo und herzlich willkommen bei Zeichnen und Malen mit Pedro und Rosa. Mein Name ist Effi Steiner-Böhm und ich zeige euch heute, wie ihr mehrere kugelförmige Gegenstände in einem Stillleben so zeichnen könnt, dass es aussieht wie echt. Wir arbeiten heute auch wieder mit 3 verschiedenen Bleistiften, und zwar mit einem HB, das ist der hellste, mit einem 2B, das ist der mittlere, und mit einem 4B, das ist der dunkelste. Bevor wir uns an das Stillleben tatsächlich ranwagen, ist es ganz gut, wenn wir uns vorher über die verschiedenen Oberflächen mal Gedanken machen und auch ein bisschen üben, wie man die darstellt, weil man sich dann hinterher bei der großen Zeichnung leichter tut. Ich habe euch, damit ihr das auch ein bisschen sehen könnt, ich habe euch das Stillleben nochmal in Schwarz-Weiß jetzt fotografiert. Ist auch ein guter Tipp, das zu Hause zu machen am Anfang, weil man dann nämlich auch ganz gut diese dunklen und hellen Stellen sieht, weil man auch da so diese mittleren Farbtöne besser sieht, weil man auch Licht und Schatten natürlich besser erkennt, wenn man das Ganze in einem Schwarz-Weiß-Foto zu sehen hat. Ja, und wie gesagt, bevor wir jetzt anfangen, das abzuzeichnen, nehmt euch ein Übungsblatt und versucht erstmal diese Strukturen, die ihr da zum Beispiel auf der Wassermelone seht, oder da das Hell-Dunkel auf dem Apfel oder das Samtige von der Aprikose, versucht es erstmal auf einem Übungsblatt so an kleinen Flecken mal darzustellen, weil dann tut ihr euch hinterher wirklich leichter. Also wenn ich jetzt zum Beispiel, ich zeige es euch nochmal, wenn ich jetzt zum Beispiel diese Melone zeichne, dann nehme ich für das Dunkle, nehme ich jetzt mal den 4B, und das sind doch so wie so Zacken oder so Löwenmähnen oder ich weiß nicht, was man alles drin sehen kann. Und die sind außenrum, sind die sehr dunkel. Dann nehmen wir wie gesagt den 4B, da geht es am leichtesten. Ich muss wieder nochmal ins Bild. Dann in der Mitte ist es heller, da würde ich den 2B nehmen. Und dann außenrum, also die Stellen, die würde ich dann mit dem HB machen. Und dann auch wirklich deutlich heller bleiben als die anderen beiden Farbtöne. Ja, und dann sieht man natürlich da in dem Hellen von der Melone, sieht man doch manchmal wie so Adern oder so kleine Waben, wie immer man das nennen möchte. Und auch die kann man ganz gut noch ausdrücken. Da würde ich ja einen dunkleren Bleistift jetzt wieder nehmen, den 4B meinetwegen. Würde aber jetzt auch mit dem 2B funktionieren. Ne? So diese Adern da reinmachen. Und da braucht ihr keine Angst haben, das muss nicht genau so sein, wie das auf der Melone tatsächlich ist, sondern das kann so ähnlich ausschauen. Weil wir wollen ja zeichnen wie echt und wir wollen ja keine Fotografie machen. Also kein Problem, wenn das nicht ganz so wird. Dann schauen wir uns als nächstes noch den Apfel an, was da die Schwierigkeit beim Zeichnen ist. Und zwar kann man das auf dem Foto noch viel deutlicher erkennen als auf dem echten Apfel. Der Apfel ist einfach nur eine Kugel und in dieser Kugel, seht ihr das, da ist so eine kleine Welle. Also wenn ich den Apfel jetzt zeichne als Kugel, dann ist oben unterhalb von dem Rand ist so eine Vertiefung, so eine kleine Welle. Und aus dieser Welle raus wächst mein Stiel. Das ist schon mal das Wichtigste beim Apfelzeichnen, dass er das gut bewältigt. Und dann aufpassen, beim Apfel gehen die Linien da alle so von hinten in diese Vertiefung rein, also hier rein.
und da gehen Sie an der Welle entlang raus. Da könnt ihr euch, wenn ihr die Schwarz-Weiß-Zeichnung euch ausdruckt, dann könnt ihr euch das ruhig auf dem Papier, könnt ihr euch das dann erstmal verdeutlichen, dann fällt es euch hinterher leichter bei der großen Zeichnung. Ja? Also die Linien beim Apfel gehen so. Dann haben wir beim Apfel, wie gesagt, von der Struktur her, wir haben da sehr dunkle, jetzt brauche ich wieder den 4B, wir haben eine sehr dunkle Stelle, da kann man also mit dem 4B richtig dunkel werden. Und ins Licht drüber ein bisschen heller werden. Und dann diese ganz hellen Stellen auf dem Apfel wieder nur mit dem HB so ganz leicht nur schraffieren, ja, dass das richtig schön hell bleibt. Und der dritte Gegenstand, den wir brauchen, das ist diese Aprikose. Und die Aprikose hat eine sehr samtige Oberfläche. Und da ist es vielleicht gut, wenn man diese starken Schraffierungen gar nicht mehr so sieht. Also wenn ihr den Bleistift dann sehr schräg nehmt, das kennt ihr bestimmt, und halt versucht, eine möglichst gleichmäßige, samtige Oberfläche herzustellen. Da könnt ihr dann auch mal mit den verschiedenen Bleistiften ausprobieren, was für euch leichter ist. Wenn es wirklich sein muss, könnt ihr das auch mit dem Finger ein bisschen verschmieren, aber da ist halt immer die Gefahr, dass das dann hinterher einfach unordentlich ausschaut. Ne? Man kann es schon mal machen, aber ich bin jetzt persönlich nicht so der Fan davon. Okay, also wenn wir diese Vorübungen geschafft haben, dann haben wir schon einen großen Teil bewältigt. Und jetzt ist noch die nächste Schwierigkeit, wenn im Bild Gegenstände vorne, in der Mitte und hinten liegen, dann müssen wir das so lösen, dass die Gegenstände, die vorne liegen, im Bild weiter unten liegen als die anderen. Ja, das muss ganz deutlich, muss das weiter vorne liegen, weiter oben, und die ganz große Frucht dann, wenn die dahinter liegt, dann wird die teilweise verdeckt natürlich, und die muss wieder ein ganz großes Stück weiter oben anfangen im Bild, damit man hinterher das Gefühl hat, dass das eine räumliche Tiefe hat. Das ist für Anfänger sehr schwer zu sehen. Ich habe euch deswegen im Bild eingeblendet, so ein Trick, den ich in den Kunstkursen auch immer verwende. Wenn ihr Schaschlikstäbchen nehmt und legt euch die dann so vors Bild, so wie ich es jetzt auf dem Schwarz-Weiß-Foto habe, das ich eingeblendet habe, dann tut ihr euch am Anfang leichter zu erkennen, wo unten und oben ist. Wir fangen wie immer an mit dem HB und markieren uns jetzt erstmal ganz, ganz leicht, wo die kleinen Kugeln und die großen Kugeln im Bild dann ungefähr verteilt sind. Es gibt jetzt nicht unbedingt eine Regel, wo man anfangen soll, wie man sich am leichtesten tut. Ich persönlich mache es immer so, dass ich mir den vordersten Gegenstand als erstes herlege, dass ich dann den nächstgrößeren Gegenstand ungefähr nehme und dann den hintersten Gegenstand. Ihr seht, ich drücke mal ein bisschen fester auf, damit ihr das auch besser sehen könnt. Aber auf keinen Fall diese ersten Versuche schon mit einem richtig dicken, fetten Stift machen, weil man sich nämlich hinterher beim Radieren sonst ganz schwer tut. Dann sehe ich hier die Aprikose und sehe hier nochmal eine Aprikose.
Okay. Und dann merke ich schon, da bin ich natürlich mit der bin ich viel zu weit bei den beiden dran. Ne? Und wenn ich jetzt nicht fest aufgedrückt habe, dann kann ich tatsächlich diese erste Kontur kann ich wieder rückstandslos radieren. Und das ist ganz wichtig, damit die Zeichnung hinterher schön ausschaut. Also die muss ein ganzes Stück weiter da herüben liegen natürlich. So ungefähr. Okay, wenn dann die Hauptkugeln, wenn die ungefähr richtig im Bild platziert sind, die könnte vielleicht nur ein bisschen weiter hinten sein. Die ist vielleicht ein kleines bisschen kleiner. Der Apfel, der könnte nur ein bisschen so spitziger unten sein. Die kann vielleicht ein kleines bisschen kleiner werden, die kann auch ein bisschen kleiner werden. So, und wenn ihr diese ersten tastenden Striche, ne, wenn ihr da dann sicher seid, dass das so passt, dann könnt ihr das, was definitiv nicht so ist, wie ihr das wolltet, könnt ihr das wegradieren. Und dann konzentriert ihr euch auf die Gegenstände so, wie ihr sie jetzt festgelegt habt. Was wir dann natürlich auch noch brauchen, ist, dass wir ungefähr Licht und Schatten festlegen. Das ist jetzt bei der Melone, bei der Melone kommt der Schatten ungefähr da hinten raus. Und man sieht den da laufen. Dann der Apfel ist ungefähr hier. Das fließt so ineinander über und bei der Aprikose ist er ungefähr da. Dann braucht man natürlich noch diese Sachen, die ich euch vorhin schon gezeigt habe. Diese Vertiefung beim Apfel, ne, die so ein bisschen unterhalb vom Rand ist. Dann die Strukturen auf dem Apfel. Bei der Melone sieht man da oben, diese Spitze sieht man nur so als Halbkreis. Und da ist es so, wenn ihr vielleicht das Video mit der Zwiebel schon angeschaut habt, dann ist es wieder genauso wie bei der Zwiebel. Diese vorderste Markierung, die sieht man gerade. Die nächste Markierung biegt sich so ein bisschen, bis die da am Rand aus dem Blick verschwindet. Und da ist es ganz ähnlich. Und da bei der Aprikose, da seht ihr doch, ähnlich wie beim Apfel, wie so eine kleine Welle. Und diese Welle, die setzt sich sofort in diesem Strich. Und da haben wir den Strich, der geht so halbrund und bei der ist er schon ganz unten, das sieht man schon fast nicht mehr. Das sind so diese ganz typischen Markierungen, das ist auch dann am Rand so ein bisschen eingeteilt. Und diese Markierungen, das ist das, wo man hinterher dann den Gegenstand natürlich sofort erkennt als das, was er ist. So, dann, wie gesagt, wir haben ja die Strukturen vorhin schon geübt. Wir füllen jetzt Schritt für Schritt diese Zeichnung aus. Wir fangen mit dem, heute nehme ich jetzt den 4B, wir fangen also mit diesen Markierungen zum Beispiel an.
Und denkt immer dran, eure Zeichnung soll zwar ausschauen wie echt, aber sie muss keine Fotografie sein. Ja, es soll so ähnlich ausschauen wie der Gegenstand, den ihr vor euch seht, aber er muss nicht haargenau so ausschauen. Das macht überhaupt nichts aus, wenn ihr da ein bisschen was dazu erfindet oder wenn ihr was weglasst. Wichtig ist halt nur, dass der Betrachter hinterher erkennen kann, okay, das ist eine Wassermelone und die liegt hinter dem Apfel und das da vorne sind Aprikosen und dass er halt erkennt, dass das Ganze dreidimensional ist. Das ist eigentlich der einzige Anspruch, den ich bei einer Zeichnung habe, die ausschaut wie echt. So, ich deute euch die wichtigsten Sachen, die man beim Zeichnen beachten muss, deute ich euch jetzt an. Und dann werden wir den Zeitraffer einschalten, weil das natürlich unglaublich lange jetzt dauert, diese Zeichnung voll auszufüllen. Und ich glaube auch nicht, dass das jetzt ganz wichtig ist, dass ihr das jetzt komplett seht, wie ich das mache. Sondern dass es durchaus genügt, wenn ich euch das an ein paar Stellen zeige. Ich habe jetzt schon ein ganzes Stück weiter gezeichnet und habe jetzt die Gegenstände schon mal ausgefüllt, dass überall die Lichtseite heller ist, dass es da dunkler wird, dass es hier noch dunkler wird, so wie wir das bei der Zwiebel auch schon gelernt haben. Auch beim Apfel, da haben wir jetzt die Lichtseite, die Schattenseite. Ich habe die groben Schatten schon angelegt und ich möchte euch jetzt an ein paar Stellen wieder Tricks zeigen, die euch bestimmt weiterhelfen. Ein Trick ist, wenn man zeichnet, und ich bin da auch so ein Typ und ist immer auf dem Blatt, dann passiert natürlich, dass man das verschmiert. Dann ist ein guter Tipp, dass man sich beim Zeichnen ein Blatt Papier unterlegt, weil dann spart man sich hinterher das Radieren. Beim Apfel möchte ich euch jetzt ein paar Sachen wieder zeigen, die ganz wichtig sind. Also wenn ihr die Kugel vom Apfel so mit den groben, hellen und dunklen Stellen schattiert habt, dann ist natürlich ein besonderes Schmankerl, sagt man bei uns in Bayern, wenn man dann den Stiel anbringt, weil der dann sofort den Apfel dreidimensional macht. Und zwar verstärken wir mit dem 4B jetzt diese Vertiefung hier nochmal. Und man kann ruhig da ganz knapp am Rand entlang das Ganze ein bisschen dunkler machen und natürlich da hinter der Lichtseite, wo es dann nach innen geht und wieder dunkel ist, auch nochmal dunkler werden. Und dann den Stiel so richtig schön dunkel rauswachsen lassen. Und ihr seht, durch diesen scharfen Kontrast zwischen hell-dunkel entsteht jetzt sofort diese dreidimensionale Wirkung. Gut, das war die eine wichtige Sache. Und die zweite wichtige Sache, die sieht man an dem Apfel richtig gut, das ist folgendes: Der Schatten unter dem Apfel. Ja, an der Stelle, wo kein Licht hinkommt, das seht ihr, ist der richtig, richtig dunkel und wird nach außen dann natürlich immer heller, weil er verläuft. Und da hinten, wo dann das Licht schon wieder rumkommt um den Apfel, da ist es dann wichtig, dass ihr das umgekehrt macht. Ja, da muss dann der Apfel deutlich dunkler sein als der Schatten und dadurch erzielt ihr dann diese dreidimensionale Wirkung.
Ganz ähnlich verhält sich es natürlich bei der Melone. Die wird jetzt da hinten, ist die auch deutlich dunkler als der Schatten. Kann man ruhig auch noch mal ein bisschen stärker rausholen. Und nur da unten, wo die Melone tatsächlich auf dem Tisch liegt, ja, nur da in dem Bereich, da ist es richtig, richtig dunkel mit dem 4B. Ja, da hinten verändert sich es dann wieder, da wird es dann langsam, langsam umgekehrt. Da bei der Aprikose, die ja ganz im Schatten liegt, ne, die liegt fast auf der ganzen Fläche, liegt die auf dem Tisch, kann man das auch noch stärker betonen. Und bei der Aprikose haben wir dann natürlich auch noch diese Einbuchtung, die auch sehr scharf, die könnt ihr ruhig mit dem 4B so ganz scharf nachzeichnen. Und dann so langsam wieder auslaufen lassen, weil dadurch, dass das unten dann ein bisschen heller ist und da zu der Einbuchtung hin dunkler wird, schaut das Ganze wieder dreidimensional aus. Meine Zeichnung ist jetzt soweit fertig. Ich habe jetzt die ganzen Strukturen auf der Wassermelone noch fertiggestellt. Ich habe darauf geachtet, dass sie in der Schattenseite ein bisschen dunkler sind als in der Lichtseite. Und ihr seht, ich habe diese ganzen Krakel jetzt einfach irgendwie gemacht. Das ist völlig egal. Wichtig ist, dass der Betrachter hinterher sich erinnert, ach, sowas habe ich schon mal gesehen und so ähnlich guckt es aus. Ich habe darauf geachtet, dass die Schatten unten sehr dunkel sind, dass der Schatten dann nach oben immer heller wird und die Frucht praktisch die Kontur vorgibt. Da haben wir dieses schöne zwischen Apfel und Wassermelone, dieses Licht, habe ich auch nochmal betont ein bisschen. Ich habe die Aprikosen noch fertig ausgeführt und ich habe diese Linie vom Tisch habe ich ein bisschen angedeutet, weil dadurch natürlich das Ganze noch mehr Tiefe bekommt. Wir werden als nächstes das gleiche Stillleben dann in Farbe ausführen und ich hoffe, ihr seid wieder dabei und freue mich schon auf euch. Bis dann!